Du sagst mir wohin. Drüber. Geh du. Geh. Das darfst du gerne ausschneiden, ja? Wie bitte? Das darfst du gerne ausschneiden. Beim Tanz. Warum? Sag mal so. Ist lustig. Nicht so gut Spanisch. Hallo, Silvina. Sehr angenehm, was für dich. Oh, danke schön. Ja, wie du magst, du musst nicht. Wenn du willst. Gut. Nee, also, weil er hat gesagt, du hättest mit mir sprechen wollen. Und dann habe ich mich gefragt, also du kennst mich dann vielleicht, hast du irgendwas von mir schon gesehen? Ich erzähle dir gleich sofort, wie das ging. Also, wir haben uns überlegt, warum nicht ein Interview zu machen zwischen armenischen und aserbaidschanischen Künstlerinnen. Und ich habe zuerst Google gefragt und dann dachte ich mir, ach, ich frage Tät-à-Tät. Armenische Künstlerinnen, die in Berlin wohnen. Und dann hat er deinen Namen gezeigt, als allererste, und die Name von dem Künstler, mit dem wir zusammen bei der Biennale waren. Er hat Armenien vertreten, ich habe Aserbaidschan vertreten. Genau, und dann habe ich geguckt und deine Webseite mir angeschaut und habe Diego gefragt, ob er das organisieren könnte. Genau. Also haben wir uns dank Tät-à-Tät Getroffen. Ganz ja. genau. Ja. Also durch die Webseite habe ich erfahren, du hast Bezug zu Argentinien und Armenien. Möchtest du darüber erzählen, über deine Herkunft, wie du nach Berlin gekommen bist? Ja, also eigentlich sind also meine Großeltern, alle vier, Armenier, die Völkermord überlebt haben im 1915. Und die sind über unterschiedliche Wege nach Argentinien gekommen. Aber da alle vier eben Armenier waren, dann ist ja, obwohl ich in Argentinien geboren bin und aufgewachsen, bis ich 20 war. Also eigentlich in dem Jahr, wo ein Jahr bevor du geboren bist, dann bin ich nach Berlin gekommen. Ich bin im Januar 88 nach Berlin gekommen. Und naja, meine argentinische Seite, ich bin da geboren und aufgewachsen, ist sehr stark, aber auch meine armenische Seite, weil ja ich in der armenischen Gemeinde groß geworden bin. Mit einer armenischen Oma, also in meiner Kindheit habe ich dann gelebt und wir waren ein bisschen außerhalb vom Zentrum. Wir haben ein bisschen, aber dann irgendwann bin ich in die armenische Schule. Ich war so in einem kompletten. Und dann bin ich hierher gekommen und in Deutschland bin ich mehr oder weniger konfrontiert worden. Woher kommst du? Und dann war dieses, ja, ich bin Armenierin, ich bin Argentinierin. Und mittlerweile bin ich ja schon über 30 Jahre hier. Und deswegen bin ich auch Deutsche. Und ich bin alle drei Sachen und noch mehr. Genau. Verstehe. Das kommt mir bekannt vor. Also in Deutschland ja wird man sofort gefragt, wieso sprichst du Russisch, wenn du aus Aserbaidschan kommst? Und dann, ja, bei mir war ein bisschen ähnlich. Man fängt an, überhaupt seine Herkunft, Identität zu hinterfragen oder was bin ich denn, wenn ich mit russischer Sprache aufgewachsen bin, in einem Land, wo komplett andere Kultur gelebt wird. Kommt mir sehr bekannt vor. Ja, da wo man ist, wenn man in seiner Community ist, es ist alles selbstverständlich und man fragt sich nicht Argentinien oder Armenien, es ist irgendwie beides. Ja, ich glaube, das ist aber auch ein Unterschied. Ich werde jetzt mal eine Kunde Pause machen. Also Argentinien ist ein Einwanderungsland. Und deswegen, ich glaube, deswegen ist es in Argentinien nicht so wichtig. Ich weiß nicht, wie es in Aserbaidschan ist, ich war ja noch nie da, aber
Argentinien ist ein Einwanderungsland und jeder, der da ist, kommt von irgendwoher. Bis auf die natürlich Ureinwohner, mit denen man ja kaum Kontakt hat, weil viele wurden leider ermordet auch. Und, Argentinier wurden ermordet? also die Ureinwohner damals, als die Spanier kamen, also, und gab es auch Kampagnen, die auch die Indianer, also man sagt nicht mehr Indianer, Ureinwohner auch getötet haben. Ja. Na, auf jeden Fall, also in der Hauptstadt hauptsächlich, in Buenos Aires, sind die meisten Einwanderer, die in den 20er Jahren vom 20. Jahrhundert, 30er, 50er nach Argentinien gekommen sind. Deswegen ist das nicht außergewöhnlich. Keiner fragt, woher kommst du in dem Sinne. Deutschland ist ja was anderes. Also in Deutschland, das ist dieses, woher kommst du und wann gehst du wieder zurück? Ja, ein bisschen schon, ne? Sehr wichtig. Aber gut, über die Jahre habe ich dann auch gelernt, damit umzugehen. Und auch, dass ich dann auch sagen kann, dass ich ja meine deutsche Zugehörigkeit auch als Postmigrantin sehr wichtig für mich ist. Ja. Also du kamst nach Berlin so ungefähr, also vor langer Zeit? Vor Mauerfall. Vor Mauerfall. Und du hast hier studiert? Ja, also ich wollte Kunst studieren, aber es hat erstmal nicht geklappt. Und dann habe ich Übersetzerinnen studiert. Nach der Mauerfall also konnte man in der Humboldt-Universität Diplom-Übersetzer studieren. Genau. Und da habe ich für Deutsch, Französisch und Spanisch, also habe ich das studiert. Und nachdem ich mein Diplom hatte, dann habe ich aber ein Atelier genommen und habe mich dann der Kunst gewidmet. Arbeitest du als Selbstständige, als Freiberufliche? Ja. Alles klar. Ich habe gesehen, du arbeitest viel mit Medien wie Faden, wie Haarstruktur. Möchtest du darüber erzählen, was das für dich bedeutet? Es ist für Künstler immer, also ich weiß es nicht, generell nicht so angenehm, über eigene Künste zu reden manchmal. Nee, also ich habe kein Problem damit. Ich rede gerne über meine Kunst, aber für mich, ich weiß nicht, ob das jetzt so läuft, dass du mich interviewst oder es ist ein Gespräch zwischen uns beide, dass ich dann auch von dir höre. Sehr gerne, sehr gerne. Ich wusste, ich bin ein bisschen nervös, weil ich das nie gemacht habe. Und deswegen dachte ich, so, keine Pausen, dann stelle ich die Fragen. Ja. Gerne. Also dann jetzt bist du dran. Jetzt erzähl, wie du hierher gekommen bist und woher deine Familie kommt und alles, ja. Meine Eltern sind beide Aserbaidschaner. Opa war Russe und ich bin in Baku aufgewachsen. Und genau, ich habe dort studiert, in Kunstakademie, Illustration und Grafik, Druckgrafik. Danach habe ich Stipendium bekommen, bin nach Deutschland mit der Stipendium gekommen, der AAD. Und habe hier Master Bildende Kunst gemacht in Bonn, in Alfter neben Bonn, in einer Anthroposophie-orientierten Hochschule. Und dann habe ich nochmal studiert, nochmal Bachelor, an der Fachhochschule Potsdam, Kindheitspädagogik. Und ich unterrichte momentan in einer Berufsfachschule Kunst und Musik für Sozialassistenten. Also für mich persönlich ist wichtig, dass meine Kunst mit sozialen Projekten direkt verbunden ist. Mit Menschen zusammen einen Kontext, sozialen Kontext hat. Genau. Und du hast gesagt, dein Opa war Russe? Ja. Also der kam aus irgendwie woanders in Russland und der hat sich dann eingesiedelt in Aserbaidschan? Ja. Er ist dort aufgewachsen, in Aserbaidschan, aber ethnisch ist er Russe. Genau. Ja. Ja, also sonst, also du hast ja über die Wolle gefragt. Dann habe ich ja in letzter Zeit einiges darüber erzählt. Habe ich einige
Interviews gemacht zum Thema in letzter Zeit. Wolle ist ein Material, das mich sehr interessiert, weil es so diffus ist. Ist so, wenn du das anguckst, sind so ganz viele Fäden in ein einzelner Faden. Also praktisch diese Vielfalt und diese Porosität. Und ich kann mich dann sehr identifizieren mit dem Material, weil das ist auch ein Material, das wärmt, das schützt. Also das ist ja von den Tieren, ne? Also das ist der Schutz von der Schafe. Und wir Menschen haben das irgendwie gewusst, das für uns auch zu nutzen, weil man das auch wie unsere eigenen Haare, deswegen gibt es diese Verbindung auch in meinen Arbeiten. Ja, das hat mit Zuneigung, mit Wärme, mit natürlicher Ursprung. Ne? Ja, auch natürlich das Material, mit dem man auch die Teppiche macht. Also ich als Künstlerin arbeite ich auch mit diesem Format, zeitgenössische, mehr Teppiche und Fotografie. Ja, deswegen interessiert mich Wolle sehr. Du bist aber Illustratorin, habe ich gesehen. Nicht nur, auch Illustratorin, ja. Ich mache auch Skulpturen mit verschiedenen Techniken, aus Stein, aus Wachs. Genau. Aber auch Illustration, ja. Ich liebe Kinderbücher sehr, illustrieren. Ich habe in Baku während des Studiums mit 7 verschiedenen Verlagen gearbeitet. Wie heißt das? Lehrbücher für Schüler, Zeitschriften und so weiter. Schön. Ja. Na, auf jeden Fall ist interessant, weil ich habe mit Ihre darüber geredet, dass ich arbeite schon seit langem mit dem Thema Erinnerung und also Dialog oder Mangel an Dialog. Hauptsächlich habe ich so einen eigenen Weg, um die Verbindung zur Türkei wieder aufzunehmen. Und auch mit türkischen Künstlern und habe seit 2007, 2008, 2009, 2010 bis 2015 viele Projekte gemacht, auch in der Türkei. Und hier in Berlin arbeite ich auch mit den postmigrantischen Enkeln aus dem Osmanischen Reich. So ist die Perspektive, fand ich sehr interessant. Von Shermin Langhoff damals, als sie mich dazu eingeladen hat, Teil des Gesprächs zu sein. Am Anfang waren wir in der Ballhaus-Nauni-Straße und dann sind wir rüber zu Gorki. Und ja, und dann ich war ja in Residency, habe da auch gelebt und naja, dann nach 2016, wo die politische Lage sich sehr verschlechtert hat für solche Themen, arbeite ich aber weiter mit Künstlern, die aus diesem geografischen Raum kommen, hier in der Diaspora, in unterschiedlichen Konstellationen. Genau. Und ich arbeite auch sehr gerne kollektiv und habe so einige Künstler eingeladen. Und da kam es die Frage, dass zwischen Aserbaidschan und Armenien gibt es eben keinen Dialog. Und wo sind die aserbaidschanischen Dialogpartner? Wo sind die? Ne? ChatGPT fragen. Na, auf jeden Fall, ja, ich habe gefragt, kennst du jemanden? Keiner kannte jemanden. Und wir waren uns alle bewusst, und wie wichtig das ist und dass es geschehen sollte. Aber eben, ja. Und jetzt dann irgendwie ein paar Monate später kam dieses Gespräch, insofern finde ich es interessant, ja. Naja, also
es ist ein Witz mit den, also ich meine, das ist lustig, das mit ChatGPT, aber Ja, ich meine, man kann googeln. Also ich habe bis jetzt daran nicht gedacht, zu googeln, armenische Künstler oder aserbaidschanische Künstler, weil ich ja in kaukasisch Großrot in Facebook aktiv war, sehr während dieser Zweiten Krieg. Und ich bin aktiv bei Bright Garden Voices auch. Ich kenne dadurch allein schon armenische Künstler, die nicht unbedingt in Berlin wohnen, sondern generell. Also ich bin in Kontakt mit Armenier. Genau. Aber in dem Moment, wo wir uns Gedanken gemacht haben, ich habe einfach gegoogelt. Naja, ja, also es geht ja jetzt nicht um Gespräch per se. Also das Ding ist, dass die Fronten sind ja schon so gehärtet, dass also ich persönlich, ich habe schon geguckt, was du machst und so weiter, und ich habe gesehen, das ist bestimmt in Ordnung, mit dir zu reden. Und ich sage dir, ich habe echt Erfahrung, Dialogerfahrung, und ich bin in die Türkei schon früh gegangen und habe mich dem Dialog ausgesetzt und auch vielleicht unangenehme Gespräche auch ausgesetzt. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass jetzt mit dem Krieg und wie das jetzt ausgegangen ist, und dass ich ja überhaupt keine Leute aus Aserbaidschan kenne, die alternative Positionen vertreten, mich durcheinander gebracht hat, und ich dann irgendwie so Ängste, weil du sagst ja, einfach googeln, aber man muss gucken, mit wem man sich dann irgendwie zusammensetzt zu sprechen. Und das ist ja auch so, dass es nicht sehr, sehr sichtbar, wie hier die sagen wir mal, vielleicht linke, progressive, türkische, postmigrantische Gesellschaft, oder mit den Feministinnen, wie ich zusammenkam in der Türkei, die mich eingeladen haben zum Filmfestival, alle möglichen Sachen. Also für mich war das auf jeden Fall nicht sichtbar. Und und ich dann irgendwie so, obwohl ich das anerkenne, dass es ganz wichtig ist, ich bin so ein bisschen selber so traumatisiert, dass ich jetzt nicht auf Teufel komm raus denke, aha, der kommt aus Aserbaidschan, dann setze ich mich mit dem hin und das ist verständlich. Weißt du, so deswegen, aber dadurch, dass es durch Bright Garden Voices kam und das, durch Kanusch und Diego habe ich ja vorher getroffen, dachte, naja, das ist ja irgendwie Leute, man kann ja dann vertrauen, und das ist also eine Vertrauensbasis, wo man sich zusammen hinsetzen kann. Ja, ich verstehe dich vollkommen. Diego weiß Bescheid, es ist auch nicht so einfach, Mitglieder zu finden für Bright Garden Voices, also die für Dialog bereit sind. Es ist oft so, dass junge Menschen kommen am Anfang, besonders wenn sie direkt aus Baku oder Jerewan kommen. Wir leben ja in einem europäischen Land, wo es mehr oder weniger sicher ist. Ja. Besonders für diese jungen Menschen ist es schwer, am Anfang sich zu öffnen, auch wenn sie schon da sind, wenn sie intuitiv bereit sind für Dialog. Aber wir gehen, beide Länder, beide Völker gehen durch massive Propagandas, durch Fernsehen, durch Medien und so weiter, dass man das erstmal sich reinigen muss von dem Ganzen, um einen Mensch vor sich zu sehen und nicht seine Identität, Nationalität und so weiter. Als ich vor diesem Zweiten Krieg habe ich auch diese Ängste gehabt. Ich kannte keine einzige Armenier. Ich habe nur Geschichten gehört von den Eltern, dass sie alle befreundet waren früher. Mein Vater hatte einen einzigen Freund und das war Armenier.
Meine Oma hat immer nur Gutes über Armenier gesprochen, dass sie gut gebildet waren, dass sie immer die beste Ärzte. Es ist auch so positiver Rassismus sozusagen. Ja. Die sind gut, die sind besser gewesen und so weiter. Und genau. Aber gleichzeitig in der Schule haben wir jedes Jahr am 20. Januar sehen wir gruselige Bilder, Geschichten von Ermordungen und so weiter. Wir wachsen in diese Traumata. Und wenn ich irgendwo in Medien zufällig in der Familienname Jan am Ende gesehen habe, es hat mich so getriggert, weil so Angstzustand, weil man sieht sofort im Hintergrund alle diese Fotos, Videos von Karabach-Krieg, der erste, von dem ersten Krieg. Genauso, wir hören gar nichts über Genozid. Also das habe ich erst in Deutschland erfahren. Darüber wird nicht gesprochen in der Schule. Nur über Khojaly, Karabach, Tragödie. In Jerewan hören die Kinder das Gleiche, nur umgekehrt. Genozid, über Khojaly wird nicht gesprochen, als ob es nicht gewesen wäre. Und jeder wächst in seine Traumata und sieht dann einander überhaupt nicht am Anfang. Es ist sehr schwer, diesen Schritt zu machen, aber es ist sehr notwendig, weil wir wollen ja nicht, dass unseren Kindern das passiert, nicht wahr? Ja. Nee, also das will ich auch nicht, ja, das ist klar. Nee, ich sehe das genauso wie du. Problematisch ist, das ist ja auch, also mindestens in den Dialogversuche und alle Projekte, wo ich da beteiligt war in der Türkei, ist das öfters bei den Gesprächen die Asymmetrie von Macht vergessen wird. Und es ist tatsächlich so, dass es gibt eine Asymmetrie von Macht. Wo auch, wenn, ich meine, ich komme ja nicht aus der Republik Armenien. Ich bin eine Enkelin von Armenien aus dem Osmanischen Reich, die immer noch mit dieser Geschichte zu tun hat und sehr engagiert ist mit der Kultur und so weiter. Und ich bin ja oft in Armenien gewesen, habe in Armenien gearbeitet, aber wir haben auch Diaspora Armenier und Armenier aus der Republik Armenien unterschiedliche Geschichten in den letzten 70, 80, 90 Jahren, weil wir irgendwie in Argentinien zum Beispiel die Geschichte von Argentinien mitbekommen haben, die Militärputsch. Also wir waren zwar Armenier, aber wir haben unsere argentinische Geschichte auf die Schulter. Natürlich, genauso wie die Franzosen, die auch irgendwie den Zweiten Weltkrieg und Nazi-Zeit und so weiter erlebt haben, genauso wie die. Und in Armenien ist ja ein anderer Werdegang, ne? Und die haben also diese Sowjet und jetzt haben sie seit 30 Jahren mit Post-Sowjet-Problemen zu tun. Deswegen, das ist auch eine wichtige Sache zu sehen, dass das ist nicht homogen. Ich muss zugeben, ich habe über Aserbaidschan und wie homogen oder nicht homogen, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nur die Fakten, als ich hier angekommen bin in 88, Anfang der 90er, war diese Erdbeben, war dieser Krieg und ich bin nach Armenien gegangen während des Krieges und das sind meine Erfahrungen. Ne? Das ist eben der Mangel an Dialog, dass man tatsächlich dann nur durch diese eine Brille vermittelt bekommt, das ist der andere und das sind wir und das ist der Böse und das ist der Gute. Ja. Aber trotzdem in diesem Ganzen, es gibt bestimmte Tatsachen und bestimmte Asymmetrie von Macht
Und ja, finde ich, also bei jedem Dialog muss das auch ganz wichtig im Kopf besprechen. Ja. Ja. Was denkst du, könnte ich frage mich immer wieder selbst, könnte künstlerische Projekte irgendwas dazu beitragen, zu diesem Dialog? Also ich denke, dass wir Künstler, wir sind diejenigen, die uns Sachen vorstellen. Ne? Also Imagination ist unser Bereich. Und ich glaube schon, dass wir in der Lage wären, Sachen, die bis jetzt nicht da waren, uns neu auszudenken. Und auch, also das habe ich auch, also mindestens mit der Türkei so erfahren, dass Momente von ehrlicher Begegnung, Momente von Heilung, Momente von Freude zusammen, von Lachen zusammen wieder, das habe ich alles erlebt. Das heißt nicht, dass dann danach irgendwie jetzt alles wieder nach 2016 wieder so ein Schub zurück. Aber alles, was wir als Künstler, dass wir gegangen sind und so diese Projekte, wo wir in Dialog gekommen sind und so weiter, das ist in meiner Meinung nicht verloren gegangen. Im Falle von Armenien und Aserbaidschan, es ist jetzt im Moment für mich persönlich schwer, obwohl ich ja die ganze Zeit der Meinung war, damals, ich habe auch sogar einen kleinen Film gemacht, in 2007 habe ich ja als Arzach, wie wir nennen, die Republik existiert hat noch, besucht habe ich die ganze Zeit die Menschen versucht zu überzeugen und könnt ihr wieder euch vorstellen, zusammen zu leben, wieder Nachbarn zu sein und so weiter. Und da also die waren ja so traumatisiert, dass die sagten, nein, ich möchte, dass denen gut geht, aber ich möchte nicht wieder zusammen mit denen leben. Also so haben sie mir geantwortet. Ne? Und ich habe das nicht verstehen können. Oder ich wollte partout irgendwie, dass die sich zusammentun, weil ich ja damals selber mit der Türkei in diesem Aussöhnungsprozess war und wollte, dass alle sich lieben und alles wieder gut wird. Jetzt, nachdem kein Armenier mehr in Arzach lebt und die Situation so schlecht für Armenien aussieht, mit dem ganzen politischen Druck und leider ist die Position, mindestens von dem, was ich alles lese, aus Aserbaidschan nicht eine versöhnende Politik, sondern eine unterdrückende Politik, die nur ihr eigenes Ding durchziehen will und die Armenier sollen kuschen, fällt mir schwer zu denken. Aber ich weiß, dass das Geschichte, also so Jahre oder ein paar Jahre oder ein paar Momente, es ist ein Tropfen in der. Also deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwann, wenn irgendeine Lösung, egal ob es eine schlechte Lösung für Armenien ist oder was für ein Frieden gefunden wird, man wird wohl miteinander reden müssen. Man ist Nachbarn, ja. Und es bleibt ja eben nichts anderes übrig. Ja. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Künstler eine Rolle haben können und was dazu beitragen können. Wie gesagt, im Moment finde ich sehr schwierig, wie die Sache jetzt läuft. Also so, ja. Wie siehst du das? Ja. Naja, 30 Jahre war kein Dialog. Viele Aserbaidschaner, Hunderte waren geflüchtet im Schnee, barfuß mit kleinen Kindern und so weiter. Und wie gesagt, damit wachsen wir auf, mit diesen Bildern und Videos. Und 30 Jahre war kein Dialog. Und jetzt, wir haben Diktatur in Aserbaidschan.
Das ist nicht zu leugnen. Und ja, die Art und Weise, wie das alles läuft, ist nicht schön. Ich hoffe auch, dass es irgendwann, wir sind gezwungen zu Dialog, weil Russland, Türkei, diese großen Mächte, das ist alles Geopolitik, sie spielen mit uns wie Marionetten. Ja. Keiner interessiert sich an Frieden zwischen zwei Bevölkerungen, es geht um Mächteteilung, Geld und so weiter und so weiter. Wir sind gezwungen, Aserbaidschaner und Armenier miteinander in Dialog zu treten. Sonst sind wir serviert auf dem Teller für diese großen Mächte. Ja, das sehe ich auch so. Ja, ich wünsche mir, dass wir das schnellstmöglich finden können, aber es ist verständlich, dass es nach Zweiter Krieg es nicht so leicht ist. Das ist momentan, die Wunden sind zu frisch. Ja, ja. Also darüber habe ich auch damals gesprochen, also über das Thema, was du meinst, dass so viele Menschen auch flüchten müssten, weil die diese Schutzwahl um Arzach gemacht haben. Und dann diese ganzen Menschen müssten diese Dörfer und Häuser und so weiter verlassen. Und das ist auch ein Thema, hätte man früher auch darüber reden können oder diskutieren können. Ja. Aber ich glaube, dass viele auch nicht damit einverstanden waren, aber das haben sie gesehen als ein notwendiger Schutz, weil ohne diesen Schutz war ja die Situation, also Arzach zu beschützen, nicht möglich. So, weil war ja nur dieser Lachin-Korridor als Verbindung und deswegen war so eine militärische, sehr unglückliche Entscheidung. Aber ja, das ist es. Also es gibt Leid aus beiden Seiten. Und ich denke, wir müssen darüber reden, über dieses Leid. Leid von den Nachbarn. Ne? Ich habe Animation gemacht, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ganz kurze Animation. Pain has no nationalities. Ja, das habe ich gelesen. Chavdanem. Ja. Ne? Chavdanem. Chavdanem. Genau, weil wir müssen über Leid den anderen sprechen und nicht immer wieder in sich einkapseln lassen. Dialog, genau. Und offen darüber reden, was geschah, die Verantwortung dafür übernehmen. Krieg bringt immer solche notwendige Entscheidungen. Ne? Wir können aber nicht diesen Schmerz einfach damit erklären, nicht wahr? Nee, also ich meine, ich habe damals auch, diesen kleinen Film gemacht. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Über Karabach, ne? Ja, genau. Also und jetzt die Frage ist, für mich war, warum ist es ja so, hätte ich gerne den Menschen, die da gelebt haben, den Aserbaidschaner gefragt, warum könnten ja Armenier so viele Jahrzehnte unter aserbaidschanischer Regierung leben? Warum könnten sie nicht unter armenischer Regierung leben? Was ist denn, Naja, ich bitte dich, es ist die Frage der Identität. Naja, ich meine, wenn man ja als Armenier die eigene Identität behalten kann und im Osmanischen Reich unter den Osmanen leben oder in Persien unter den Persien leben, weiter irgendwie Armenier sein, außer dass man hätte sagen können, ja, die Armenier würden ja die Aserbaidschaner unterdrücken. Aber das war ja nicht der Fall, weil Aserbaidschaner haben ja nicht unter also das ist mindestens, was die Menschen mir damals erzählt haben, wenn sie sich nicht benachteiligt gefühlt hätten,
wenn Sie nicht das Gefühl gehabt hätten, dass Sie werden genauso gleich behandelt, hätten Sie auch nicht diese Bewegung, sich unabhängig zu machen, gemacht. Wenn Sie super glücklich da gewesen wären. Das war ja eben nicht der Fall. Und dann ist die Frage, hätte auch andersrum gut gehen können? Es ist eine Frage, könnte man ja auch stellen. Ne? Ja, könnte man stellen tatsächlich. Mich interessiert tatsächlich die Zukunft, dass es nicht dazu kommt, dass es wieder und wieder und wieder und Rache für die Rache. Ja, nee, das ist furchtbar, ja. Ja, weil beide Völker haben genug gelitten. Ich spreche über Karabach, weil nicht über das Osmanische Reich, was natürlich grausam ist. Genozid ist grausam. Ich versuche zu bleiben in diesem Kontext von Aserbaidschan und Armenien, weil es oft verwechselt wird, dass wir auch Türken sind, was nicht so. Ja, ich weiß. Nee, ich weiß, das ist einerseits hast du recht, andererseits, ich glaube, bei den Armeniern ist also das Vortrauma potenziert auch. Ich verstehe, klar. Weil dadurch, dass es ja nicht ausgearbeitet wurde, dieses Vortrauma, und auch nicht vom Täter, der ja leider auch der Buddy, ein Brother nicht anerkennt. Nicht anerkennt, diese nicht anerkannte, das ist das Schlimmste, was du einem Opfer tun kannst. Ja, also nicht anerkennen, was der oder sie durchgemacht hat. Und dann sind Armenier eben also doppelt, dreifach traumatisiert. Und das hat das dann drauf sozusagen das ist drauf gespielt. Und ich bin total einverstanden, ich finde, Sachen sind komplex, die sind nicht so einfach. Und dass man das auseinanderklamüsern muss. Gleichzeitig muss man die in Betracht ziehen, weil, wie gesagt, in Aserbaidschan viele jüngere Generationen, sie kennen das nicht. Sie wissen nichts über Genozid, was da im Osmanischen Reich passiert ist. Das habe ich erst hier erfahren. In der Geschichteunterricht wird darüber nicht gesprochen. Ja. Deswegen verstehen viele nicht, meine Generation, woran das liegt, dass man so diese starke Hass manchmal empfindet oder weil wir hören ja nur unsere Traumata. Ne? Ja, ist ja klar. Und dann, wenn man langsam sich auseinandersetzt, es ist einfacher, wenn man in Europa lebt, Abstand hat zu den beiden Ländern, googelt, liest, sich interessiert, es ist einfacher, komplexes Bild zu verstehen. Ja. Dann sieht man, dass es nicht so schwarz-weiß ist. Wenn man in diese Propagandabrühe wächst, deswegen müssen wir miteinander reden für unsere Kinder, für die Zukunft, damit es nicht wieder passiert. Weil Trauma bringt ständig neues Trauma, ja. Also sehe ich das genauso wie du. Ich weiß, also das ist nicht wahr, dass ich noch nie eine Begegnung mit jemandem aus Aserbaidschan hatte. Jetzt erinnere ich mich, wir waren einmal in Istanbul mit meinem Mann und meinem Sohn. Wir sind also mit der Fähre zu einer von diesen Prinzessinneninseln. Und dann saßen wir da und dann war ein Vater mit zwei Jugendlichen. Und waren eine junge Frau, vielleicht so 17, und ein junger Mann, also auch so 19 oder so. Und die waren ganz begeistert von mir, weil ich bin ja so ein bisschen, ich hatte so meine Haare und ich hatte so eine Kette, bunt und so weiter. Und dann haben sie versucht, so mit mir so ein Gespräch anzufangen. Und der war total freundlich, der Mann, auch der Vater, ne? Der hat sich gefreut und dann erfährt er, wo du herkommst. Okay. Ja, genau. Und dann sagt er, ja, was machst du? Ich sage, ich bin Künstlerin und so weiter. Und dann war er, ja, Istanbul ist toll, ne? Wie schön ist Istanbul? Und ich habe gesagt, ja, Istanbul ist toll. Irgendwann sagte er, ja, wissen Sie, es ist toll, aber für mich ist nicht einfach hier zu sein, weil ich bin Armenierin und es ist ein vermintes Gebiet für mich. Also
dann war es vorbei. Er war ja aus Aserbaidschan und er ist ausgeflippt, was mir einfällt, zu sagen, dass hier nicht toll ist. Ich hätte ja nicht mal gesehen, dass, war seine Argumentation, dass die Leute trotzdem auf die Straße gehen dürfen und für Fidan Ding demonstrieren dürfen. Das wäre die freieste Gesellschaft aller Zeiten. Also nachdem Fidan Ding ermordet wurde, hätten die Menschen das Recht, auf die Straße zu gehen und dafür zu demonstrieren. Und ich saß da und die Kinder, denen war es total peinlich, also den Jugendlichen, weil sie mich ja total sympathisch fanden und fanden den Vater total peinlich. Also das war so eine total unangenehme Situation. Also in Aserbaidschan kannst du nicht frei rausgehen und auf der Straße deine Meinung sagen. Genau, aber deswegen glaube ich, hatte er behauptet, das wäre eine große Freiheit. Also man darf ermordet werden, aber danach natürlich. Na, auf jeden Fall die Sache war, dass ich in dem Moment, war ich ja so, aber in diesem Dialog-Dings so dermaßen drin, dass ich ihm auch meine Karte gegeben habe und er hat mir seine Karte gegeben. Wir hatten Fotos zusammen gemacht, bevor er wusste, dass ich Armenierin bin. Na, auf jeden Fall, ich habe ihm die Fotos geschickt für die Kinder. Und dann, also von denen kam natürlich nie wieder irgendwas, dass man sich dann tatsächlich auseinandersetzt und austauscht. Ist mir gerade eingefallen. Ja, das ist genau das, worüber wir gerade reden. Ne? Man sieht nicht mehr einen Mensch, eine Frau mit interessanter Frisur, mit Haarfarbe, mit Individualität und so weiter, sondern plötzlich kommt diese ganze Pakete, was über die Jahre gesammelt wurde, durch Propagandabrühe, in denen wir wachsen. Und plötzlich sieht man keinen Mensch mehr. Das ist sehr gefährlich. Und ja, Geschichte und Wurzeln zu kennen, zu wissen, ist wichtig, aber Fokus auf die Zukunft zu haben, wo wir einen Mensch sehen, mit eigener private Geschichte, mit Biografie und so weiter. Ja, das ist natürlich, das ist das Allerwichtigste. Aber dabei muss man schon Ethik und Moral, also ich finde, also das war auch immer, dass wir damals diskutiert haben in der Türkei, Dialog um Dialog willen, um die Sachen, die kompliziert sind, sozusagen so schnell wie möglich durchzusprechen und dann nach vorne zu schauen, da finde ich es schwierig. Also ich finde, also so richtig die Elephant in the room, die müssen durchbesprochen werden, auseinandergesetzt werden und einen gemeinsamen Nenner bekommen, damit es tatsächlich funktioniert. Also ist es passiert und ich glaube schon, dass das ist tatsächlich so, dass weil du hast auch gesagt, das sind die großen Mächte und wir sind ja der Spielball von großen Mächten. Weil wir miteinander nicht kommunizieren. Ja. Deswegen sind wir geliefert. Genau, und ich glaube schon, dass es sozusagen möglich war, dass diese eingefrorene Konflikt so viele Jahre so, weil es ja aus Russland so ein Status quo gehalten wurde, sonst wäre es nicht geblieben. Also die Menschen, ich finde, es hätte viel, viel früher, ohne einen Krieg in 2020, hätten sich zusammensetzen können und eine Lösung dafür finden sollen. Und das ist sehr, sehr unglücklich, dass die so viele Jahre nur irgendwie... Wie zwei kleine Kinder, unsere Regierende, dort und hier, sich verhalten haben wie zwei kleine Buben. Ja. Ja, und ich möchte nicht, dass es nochmal passiert. Ich möchte auch nicht. Also, und vor allem, jetzt hätten wir ja noch schlechtere Karten, weil Armenien hat ja die militärische Kraft, weiter sich da in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Also wenn, dann würde sehr, sehr schlecht für Armenien aussehen. Und
Also ich möchte, dass es für niemanden schlecht aussieht, aber noch weniger für Armenien, ehrlich gesagt. Ich bleibe bei niemanden. Ja. Weder für Aserbaidschan noch für Armenien. Ja. Was ich sagen wollte, ich kenne eine armenische Künstlerin hier in Berlin. Sie hat ukrainische Wurzeln auch. Sie arbeitet auch mit Naturmaterialien und mit Stoffen und Puppen. Wie heißt sie? Anastasia. Ich schicke dir ihren Link. Ah, das ist interessant. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr, wenn du Lust hast, Interesse hast, zusammen was machen könnt, weil sie auch mit Naturstoffen so arbeitet, Naturfaden. Ja, nee, also ich war gerade dabei, dir zu erzählen, also demnächst im Oktober im Gorki, im 7. Herbstsalon, da habe ich ja 2 Arbeiten. Es ist aber eine sehr große Ausstellung und da gibt es alle möglichen Künstler, aber auch also armenische und türkische, die zusammen in einem Kontext sind. Und also im Rahmen vom Gorki-Theater, die haben alle 2 Jahre eben einen Herbstsalon gemacht und haben so Positionen, die sind immer sehr progressiv, politisch, sozial. Gorki ist bekannt dafür. Ja, genau. Und dann bin ich an eine andere Ausstellung in einem kleinen Ort, aber es ist im November, das heißt Aalen, und beschäftigt sich mit dem Thema Heimat. Es ist süße Heimat. Und zweiter Titel ist Deutsch-türkische Gegenwartskunst, bla bla bla. Und ich hatte erstmal natürlich so, also ich habe gesagt, na, könnt ihr nicht irgendwie das anders benennen, aus der Türkei oder, keine Ahnung, also Türkisch. Ich bin nicht Türkin, also ist ein bisschen komisch. Und dann haben wir so diskutiert und dann hat mir die Leiterin erklärt, dass sie zu so Teile der Bevölkerung kommen möchte, dass normalerweise nicht in eine Kunstausstellung gehen und dann, also sagen wir mal, zeitgenössische Kunst fern sind. Und sie möchte aber schon dieses Publikum anziehen. Und wenn sie mit so einem ganz komplizierten Titel daherkäme, würde das nicht passieren, damit sie dann auch an ihre Vorurteile und festgefahrene Ideen also arbeiten. Meint sie damit, dass türkische Bevölkerung kunstfern ist? Nein, das hat sie nicht gemeint. Aber viele, also da wo sie ist, sind, sagen wir mal, nicht kunstfern, sondern zeitgenössische, sodass sie die nicht in diese zeitgenössische Kunstmuseen also besuchen würden. Also viele haben damals auch in den Schachten, weißt du, so Minen und so weiter. Das ist so mehr so kein Bildungsbürgertum. Und deswegen möchte sie aber diese Leute dann anziehen und dass sie dann auch Teil des Museums sind. Und deswegen hat sie sozusagen das so genannt und ich habe gesagt, naja, wenn ich diesen Kompromiss mache, da andere Leute, die sonst nicht kommen würden, dann meine Sachen sehen und sich damit auseinandersetzen und sich berührt fühlen, dann mache ich den Kompromiss und bin auch dann türkisch. Also genau, das wird im November sein. Das ist für dieses Jahr und dann gibt es für nächstes Jahr mehrere Sachen. Das ist der Raum, warte mal, hier machen wir das so, das ist dieses Licht, das immer noch total, da. Das ist der Raum, wo ich sonst also arbeite und an der Wand öfters mache so, oder an diesem Tisch. Und im Moment bereite ich das vor, diese Installation, die ich ja in der Biennale Venedig dann gezeigt hatte in 2015. Die heißt Treasures und ist basiert auf einem Heft von meiner Urgroßmutter, die hat Heilrezepte geschrieben, die sie damals, also sie ist aus der Gegend, wo damals hieß Eintep, heute heißt Gaziantep. Und sie hat dieses ganze Wissen über die Kräuter und also
von der Erde, was wir in Argentinien Pachamama nennen, mitgenommen und nach Argentinien. Und da, bevor sie gestorben ist, hat sie das alles so geschrieben, auf Osmanisch mit armenischen Buchstaben. Und ich habe das sozusagen, ist eine von den Sachen, die ich, also Fotografien und so von meiner Familie geerbt habe und damit auch künstlerisch gearbeitet habe. Und ja, und dann für diese Ausstellung bereite ich also diese Installation vor, wo auch also mit Erinnerung, mit Heilung und mit dem Duft auch, also für Erinnerung eine Rolle spielt. Und dann werden die Menschen auch, guck mal, auch so in die Hand nehmen können und dann irgendwie Rosen? Die sind weniger, ne? Die Rosen. Die sind vielleicht, muss ich ja neue Rosen irgendwie kaufen, weil die sind, ja, das riecht ganz toll. Ja, wie georgische, ich habe vergessen, wie das heißt, Adjika. Diese Chilis, ja. Na, auf jeden Fall, weil ja, Duft ist ja eine ganz wichtige Sinne, ne, Ja, für Erinnerung. Und das, also ich glaube, das ist auch was also es sind also individuelle Erinnerungen, aber eine Sache, die uns auch zusammenbringt als Menschen, weil ich glaube, dass irgendwie der Duft von einer Rose ist genauso für einen Armenier, einen Aserbaidschaner und einen Türke. Ganz genau, das, was uns verbindet. Ja. Mir ist das auch sehr wichtig. Dafür habe ich, Entschuldigung, dass ich die Decke jetzt auf meiner Seite ziehe, weil das so schön passt, was du gerade sagst. Ich habe die Illustration gemacht während des Zweiten Krieges, wo ich zwei Gesellschaften, aserbaidschanische und armenische, dargestellt habe und genannt habe Find 10 Similarities. Finde 10 Ähnlichkeiten. Wir aserbaidschanische und armenische Gesellschaften sind so ähnlich. Wir waren beide in der Sowjetunion, wir verstehen gleiche Witze, wir verstehen gleiche Sprache in gewissem Sinne. Und ja, die Ähnlichkeiten. Wir schauen immer nach das, was uns voneinander unterscheidet, aber es gibt massive Ähnlichkeiten. Allein von Aussehen her, ich werde nie im Leben einen Armenier von Aserbaidschaner unterscheiden können. Genau, Ähnlichkeiten. Duft, Rosenduft. Für Armenier genauso wunderschön wie für Aserbaidschaner. Es sei denn, beide haben traumatische Erlebnisse mit Rosen. Ja, dann könnte das anders aussehen. Aber sonst ist es etwas, was auf menschlicher Ebene uns alle verbindet. Ja. Wie gesagt, also das ist dann in unserem utopischen, also aber Künstler, wir arbeiten mit Utopien, ne? In unserer utopischen Welt, Vorstellungswelt, dass man dann wieder zueinander findet. Trotzdem sind die Realitäten leider, wir sind aus Fleisch und Blut und die sind irgendwie hartes Materie und an die muss man irgendwie auch ran und über die muss man sich auch irgendwie mal auseinandersetzen und darüber reden und eine gemeinsame Ebene finden. Ja. Wie in klassischer psychologischer Traumabearbeitung muss man erstmal seine Aggressivität loslassen, sein Trauma, sein Schmerz ausschreien, dieser schmerzhafte Prozess durchgehen, um dann sich heilen zu können. Ne? Genau. Wie du gesagt hast, man kann das nicht unter dem Teppich kehren, was geschah ist, beiderseits. Und man muss darüber offen reden und dadurch das bearbeiten. Wir haben diese kleine Erfahrung, kleine im Vergleich zu dem Ganzen, bei Caucasus Crossroads Facebook-Gruppe. Sie unterhalten sich leider auf Russisch meistens.
wo Armenier ihre Geschichten erzählen, Aserbaidschaner ihre Geschichten erzählen, Armenier, die in Baku wohnten, Armenier, die Aserbaidschaner, die in Jerewan wohnten, wie das alles geschah, die Pogromen, Genozid, auch das Thema. Beide erfahren Sachen, die sie vielleicht nie gehört haben voneinander. Ja. Und sprechen das alles aus und bearbeiten dadurch teilweise, sobald es geht, durch Facebook natürlich. Ne? Ja, irgendwo muss man ja anfangen. Genau. Danke dir, vielen Dank. Danke für den Besuch. Hat mich sehr gefreut. Mich auch. Bleiben wir in Verbindung. Sehr gern. Ja. Wir sind ja Nachbarn. Ja, toll. Wir sind ja Nachbarn. Genau. Wir sehen uns. Wir bleiben im Kontakt. Ja, super. Ja.